Herzlich willkommen bei Basel Gärtnert. Chemische Dünger und Pestizide haben einen riesengroßen Einfluss auf unser Ökosystem. Sie führen von den Feldern in unsere Flüsse und Seen, wodurch sie durch erhöhte Algenbildung zu einem Sauerstoffmangel führt. Und dieser Sauerstoffmangel wiederum führt zu einem Fischsterben. Es ist darum auch als Balkongärtnerinnen unsere Pflicht, sich mit dem Thema biologischer Dünger auseinanderzusetzen. Unter Dünger verstehen wir eine Mischung von Nährstoffen, die unsere Pflanzen für ihr Wachstum brauchen. Die können entweder chemisch oder biologisch hergestellt werden. Beim biologischen Gärtnern versuchen wir nicht nur zu schauen, dass die Pflanze grosse Früchte produziert, sondern dass vor allem das ganze Ökosystem und auch die Erde, wo sie drinnen ist, möglichst gesund ist. Dafür verwenden wir biologischen Dünger, weil der ausgewogener ist in den Nährstoffen und somit den Mikroorganismen in der Erde nicht schadet, sondern schaut, dass die weiter leben können und somit werden dann die Mikroorganismen dafür schauen, dass es unserer Pflanze gut geht. In einem perfekten Ökosystem sind keine Dünger nötig, weil die Natur ihre eigenen Massnahmen hat, um für die Fruchtbarkeit der Natur selber zu sorgen. Eine von diesen Pflanzen ist zum Beispiel Klee. Klee hat die tolle Eigenschaft, dass sie anhand von Bakterien an den Wurzeln selber Stickstoff produzieren kann und dieser Stickstoff kann als Dünger von anderen Pflanzen nachher genutzt werden. Darum findet ihr in eurer Startbox ein Päckchen von unserem Bio-Klee-Dünger. Der wird in Deutschland angebaut und produziert und besteht zu 100% aus biologischem Klee. Neben Klee haben die Eigenschaft alle Pflanzen aus der Familie der Leguminosen. Und dazu gehören auch die Erbsen, die wir zusammen angesagt haben. Das heisst, man kann, sobald man sie geerntet hat, die Wurzeln im Topf drinnen lassen und so können die von anderen Pflanzen wieder als Dünger verwendet werden. So sehen die Bakterien an den Wurzeln der Erbsenpflanzen aus. Weder die essbaren Blüten noch die Radiesli oder die Erbsen gehören zu den Starkzehrern, also zu den Pflanzen, die besonders viel Dünger brauchen. Darum könnt ihr das Päckchen auch gut den anderen Pflanzen geben, zum Beispiel den Tomaten, die es mehr nötig haben. Für das macht man einfach eine Handvoll von diesen Pellets aus Klee. Kann man entweder in die Erde reinmischen oder einfach oben drauf legen und dann gut mit Wasser angießen, damit sie sich langsam auflösen. Ihr könnt den Dünger aber auch dazu verwenden, alte Erde wieder fruchtbarer zu machen. Das heisst, man kann eine alte Erde einfach Hampfen vom Biodünger drunter mischen, bevor man neue Pflanzen einpflanzt. Neben unserem Kleedünger gibt es aber noch andere Möglichkeiten, wie man biologischen Dünger ganz einfach selber produzieren kann. Eines davon ist Kompost selber herstellen und das andere ist zum Beispiel eine Brennnesseljauche zu produzieren. Und für das gehen wir jetzt schnell in den Allschwiler Wald. Brennnesseljauche ist ein Allerweltsmittel. Einerseits stärkt es das Abwehrsystem von unseren Pflanzen und andererseits schaut es, dass Mikroorganismen glücklich sind, die dafür sorgen, dass es unseren Pflanzen besser geht. Und das Beste daran, man findet sie überall an unseren Waldrändern. Alles, was man zur Herstellung von einer Brennnesseljauche braucht, ist eine Schere, ein Sack, ein paar Händchen und natürlich Brennnesseln. Hier im Allschwiler Wald haben wir momentan Unmengen von Brennnesseln, darum dürfen wir auch gerne ein bisschen ernten. Für eine Brennnesseljauche braucht man ungefähr einen ganzen Sack voll, das sollte dann aber auch für den ganzen Sommer reichen.
Brennnesseln sind übrigens nicht nur für unsere Pflanzen gesund, sondern auch für uns. Sie haben eine entzündungshemmende und harntreibende Wirkung und können also auch für einen Tee verwendet werden, wenn man sie schon mal mit heimnimmt. Die gesammelten Brennnesseln schneiden wir jetzt in kleine Stücke und füllen nachher auf 1 Kilo Brennnesseln mit ungefähr 10 Liter Wasser auf. Nach ein paar Tagen fängt das Ganze ziemlich stark an zu stinken und an zu blubbern. Man kann das mit Zugabe von Gesteinsmehl zum Beispiel verhindern, aber eigentlich gehört das einfach ein bisschen dazu. Genau der starke Geruch ist auch das, was dann auch das Ungeziefer von der Pflanze fernhält. Sobald das Blubbern von der Brennnesseljauche nachlässt, ist die Jauche parat und kann als Dünger für die Pflanzen verwendet werden. Für das sieben wir dann das ganze Blattgrün wieder ab und verdünnen sie nochmal mit ein bisschen Wasser. Eine ausführliche Anleitung zur Brennnesseljauche findet ihr auf unserem Blog. Das war es für das Mal und bis zum nächsten Video.